Im sogenannten Doppelgängerinnen-Mordprozess hat das Landgericht Ingolstadt das Urteil verkündet. Die 25-jährige Hauptangeklagte und ihr Komplize wurden wegen Mordes zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Die Deutsch-Irakerin hatte in den sozialen Netzwerken eine ihr sehr ähnlich sehende Person gesucht und diese mit ihrem Komplizen schließlich umgebracht. Damit wollte sie ihren eigenen Tod vortäuschen, um untertauchen zu können. Das Mordopfer war eine 23-jährige Frau aus Baden-Württemberg. Den Prozess in Ingolstadt verfolgt hat für uns Annalena Kempf. Annalena, wie haben die Richter denn das Urteil begründet? Das Urteil ist gefallen nach fast einem Jahr, nach 53 Verhandlungstagen. Mehr als 100 Zeugen wurden befragt, Gutachter und Sachverständige wurden dazugezogen und jetzt hat das Gericht entschieden. Beide Angeklagten wurden zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Bei der Angeklagten wurde auch noch die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das heißt, sie wird auf gar keinen Fall vor Ablauf dieser 15 Jahre entlassen. Die Begründungen des Gerichts, die dauern jetzt noch die nächsten Stunden an. Fest steht, dass das Gericht den Forderungen der Staatsanwaltschaft nachkommt. Die Kammer sieht die Tat als eine Tat an, die keine normale Tat ist, so kann man sagen, die es so auch noch nicht gab. Es ist Heimtücke, es soll gemeinschaftlicher Mord gewesen sein. Und die Angeklagten haben ganz unterschiedlich reagiert. Die 25-jährige Angeklagte hat ihr Gesicht versteckt mit einem weißen Blatt Papier. Sie hat ihre großen braunen Locken davor gehalten. Auf der anderen Seite der Angeklagte stand regungslos da. Das war jetzt auch keine Überraschung. So hatte er sich auch schon bei den letzten Verhandlungen verhalten. Und der Vater des Opfers, mit dem konnte ich schon zuvor sprechen, bevor das Urteil verkündet worden ist. Er hat sich gewünscht, dass die höchste Strafe ausgesprochen wird, die es gibt. Also er dürfte erleichtert sein, hat aber im Saal selbst sehr gefasst gewirkt und auch fast ein bisschen regungslos. Was kam denn sonst noch im Laufe des Prozesses über die Angeklagte heraus? Ja, die Angeklagte, die war sehr, sehr schwer einzuschätzen. Und deswegen wurde dieses Urteil auch mit einer großen Spannung erwartet, weil niemandem richtig klar war, was ist denn jetzt eigentlich passiert. Es gab noch so viele offene Fragen. Fest steht, dass die Angeklagte zwei Gesichter hatte. Auf der einen Seite wirkt sie sehr klein, sehr zierlich. Sie hat große braune Locken. Ihre Zellengenossin hat erzählt oder beziehungsweise sie so beschrieben, dass sie ein Gesicht hat wie ein Engel. Aber die Zellengenossin hat auch gesagt, dass sie eine böse Seele habe. Und fest steht natürlich auch, dass die Angeklagte bei der Polizei keine Unbekannte ist. Die Angeklagte soll versucht haben, ihren Schwager umzubringen. Dafür hat sie einen Auftragsmörder engagiert und auch schon 5.000 € angezahlt. Außerdem soll sie nach der Trennung ihres Mannes versucht haben, den Mann mit dem Auto umzufahren. Und auch in der Untersuchungshaft wurde sie mehrmals gewalttätig. Also die Angeklagte war sehr schwierig einzuschätzen. Man wusste nicht so ganz, wer ist sie überhaupt. Aber jetzt ist das Urteil gefallen und für den Vater des Opfers dürfte es erleichternd sein. Annalena, vielen Dank für diese Informationen aus Ingolstadt. Dankeschön.